Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim YouTube-Kanal der V8 Lounge. Ich habe hier heute wieder ein paar neue Autos stehen. Könnt ihr euch auch mal umschauen. Es kommt mich jetzt gleich noch ein Bekannter besuchen, der Alex. Der hat auch einige US-Cars, unter anderem auch einen Truck. Das ist ein Ford F250. Ich höre ihn auch schon. Da kommt er nämlich. Und ja, wir sind schon längere Zeit befreundet. Und er ist auch immer bei den ganzen US-Car-Themen mit dabei. Und ja, das ist Alex. Hallo. Und ich weiß nicht, wie lange kennen wir beide uns jetzt schon? Bestimmt 10, 12 Jahre bestimmt. Schon über 10 Jahre, ja. Und wir haben halt ein gemeinsames Hobby mit den US-Cars. Es ist schon ein bisschen unterschiedlich. Also mit den Corvetten hat der Alex eigentlich nie so viel am Hut gehabt. Noch nicht. Noch nicht. Aber ja, du kannst auch mal erzählen, also du hast jetzt den Truck schon länger, gell? Den hast du schon... Seit 2019. Ich habe den 2019 gekauft mit Getriebeschaden. Ja. Und durchgerosteter Ladefläche. Und habe dann jetzt in den letzten Jahren einiges dran gemacht. Also viel geschweißt, die Felgen pulverbeschichtet, den braunen Streifen reinlackiert. Ich habe mir diese Toolbox gekauft. Habe die Ladefläche mit Badliner beschichtet. Ja. Das ist so eine Beschichtung mit Gummi, damit die Ladung nicht so durch die Gegend rutscht. Und sonst mechanisch einiges auf den Stand gebracht. Und jetzt steht er gut da und läuft auch schön. Ist ein 7,3 Liter V8 Powerstroke Diesel. Hört sich direkt an wie ein Schiffsdiesel. Ich mach mal gerade die Haube auf, das muss ich eigentlich so anfangen. Schauen wir uns mal eine Corvette an, oder? Also das ist hier ein L98, 91er. Die hat die 5,7 Liter V8 L98 Maschine, schwarzes Cabrio mit Automatik. Hat eine Boiler-Auspuffanlage. Ich mache jetzt mal gerade hier bei mir das Tor zu und dann können wir mal eine Runde damit drehen. Ich hoffe mal, dass die Windgeräusche nicht zu hoch sind hier. Sonst muss ich das nachher noch ein bisschen rausschneiden vom Ton. Ja. Auf jeden Fall um einiges direkter und sportlicher als so eine C3. Also auch von der Automatik ist da auch ein Gang mehr. Die schaltet viel weicher. Ja. Wahrscheinlich schon ein bisschen anderes Fahrgefühl wie im Truck, oder? Auf jeden Fall. So, wir sind in der natürlichen Umgebung einer jeden Corvette angelangt, an der Tankstelle. Und zwar werden wir den Wagen jetzt mal betanken. Es geht aber eigentlich. Also die C4 ist jetzt nicht mehr so durstig wie jetzt
C3 beziehungsweise die älteren Generationen. Es ist einfach so, dass die C4, die wird man je nach Fahrprofil halt unterschiedlich vom Verbrauch natürlich fahren können. Also das bewegt sich irgendwo zwischen, ich sag mal so, zwischen 13 oder 12 und 16 Litern, je nachdem wie man halt den Gasfuß hat. Man kann natürlich auch noch in die Höhe treiben, wenn man nur Vollgas fährt. Es hat ein bisschen damit zu tun, wie man die einfach bewegt. Ja, beim Aussteigen muss man immer drauf achten, gell? Das ist immer sehr speziell hier bei den Korvetten mit dem Steg dort an der Seite. Ja, also das war jetzt die erste richtige Fahrt mal mit der C4, oder? Ja, genau. Ja. Und wie ist dein erster Eindruck? Also wie findest du das Fahren in der C4? Findest du das sehr, ist es ungewöhnlich oder vergleichbar mit anderen Autos? Also im direkten Vergleich mit der C3 um einiges sportlicher, direkter. Das Getriebe schaltet für mich angenehmer, weil es einfach viel weicher, viel moderner fährt. Und auch mit der Leistung ist das natürlich eine ganz andere Hausnummer. Also, das macht schon Spaß. Also wenn du möchtest, können wir gerne auch mal im Vergleich einen 6-Gang-Schalter fahren. Also das ist eine ZR1, selbes Baujahr. Habe ich im Endeffekt zwei 91er und dann kann man eben auch mal den Unterschied zwischen einem L98 und einer ZR1, eben 250 PS und knapp 400 PS, hier in der Variante 375, mal vergleichen, beziehungsweise eben auch den Unterschied zwischen Schalter und Automaten. Ja, das ist jetzt hier der 6-Gang-Schalter. Ja. Also Schalter wäre auf jeden Fall auch mal ganz interessant zu fahren. Das ist für dich ja immer, du hast eigentlich immer Schalter priorisiert. Also auch wenn ich jetzt im Truck keinen Schalter habe, aber wäre mir lieber und können wir auch gerne mal ausprobieren. Wir testen jetzt mal die ZR1 und auch bei der kann man das Dach abmachen. Also natürlich nicht wie beim Cabrio, aber man kann oben diesen Steg wie beim Targa eben entfernen. Und dafür gibt es so eine Ratsche. Das ist diese hier, eine spezielle Corvette-Ratsche. Und ja, dann schrauben wir das mal ab. Muss man nur sagen, wo? Die hat hinten 2 Schrauben und vorne 2 Schrauben. Und genau, die machen wir jetzt gerade ab und dann können wir damit nämlich eine Runde drehen. Dort befindet sich eine der beiden, die zweite befindet sich hier. Und dann sind noch 2 Befestigungen hier unten drunter. Direkt an der Sonnenblende ist einfach ein Loch. Ah ja. Also es ist ungefähr vom Zeitaufwand, ist ein klein bisschen aufwendiger wie jetzt beim Cabrio, aber wenn man weiß wie, dann geht es auch. Und man hat auch die Möglichkeit, das Dach hinten ins Auto reinzustellen. Also man muss das nicht außerhalb vom Auto transportieren, sondern kann das mit im Auto transportieren. Da gibt es Befestigungen hier hinten drin. Also das bedeutet hier, wenn ich jetzt die Klappe öffne, sieht man hier die Befestigungsmöglichkeiten, wo man das Dach reinstellt, und dann wird hier mit diesem Schieber das Dach verriegelt, sodass das nicht mehr heraus. Ich zeige euch jetzt mal hier den Motorraum. Unterschied zu einer L98. Das hier ist jetzt der ZR1 Motor. Da sieht man natürlich, das ist schon allein schon von der Größe eine ganz andere Hausnummer und eben auch von der
Motorleistung durch die 2 bzw. 4 oben liegenden Nockenwellen, also 2 oben liegende Nockenwellen hier pro Zylinderbank. Dadurch generiert dieser Motor deutlich mehr Leistung. Cockpit kennen wir schon von der anderen. Eigentlich alles ziemlich identisch, bis auf den Schalthebel und, was auch ganz besonders ist, der zweite Schlüssel für die erste Stufe und für die zweite Leistungsstufe hier. Das bedeutet, wenn man in der ersten Stufe fährt, öffnen die Klappen der zweiten Stufe nicht und auch die Einspritzdüsen der zweiten Stufe arbeiten nicht. Dann hat der Motor um die 250 PS, ähnlich wie bei auch dem L98, und wenn man den hier auf diese Full-Power-Stellung bringt, dann entfaltet der sein gesamtes Potenzial. Das sind jetzt hier in der Variante 385 PS, es gab den auch mit 405 PS. Da gibt es eben je nach Baujahr ein paar Details, aber so um die 400 PS jeweils. Okay, dann würde ich sagen, fahren wir doch mal, ja. Ich empfinde es so, dass es ist ein klein wenig leiser wie beim Cabrio jetzt, dadurch, dass wir halt hinten hier noch den Steg haben. Die Luft kommt jetzt im Endeffekt nur hier über uns. Also von den Windgeräuschen etwas leiser. Ein anderer Auspuff unter dem anderen. Also das ist ungefähr vergleichbar, würde ich jetzt sagen, von der Motorleistung, so wie mit der anderen. Ist jetzt in der normalen Stufe sehr ähnlich zu einer normalen C4. Ist halt durch das Schaltgetriebe alles ein bisschen aber trotzdem anders, ja. Die hat auch noch hier dieses verstellbare Fahrwerk. Da haben die Dämpfer 3 Stufen und das funktioniert hier bei dem Auto auch noch. Also da kann man wirklich zwischen sehr weich und sehr hart das Ganze regeln. Das gab es auch bei der normalen C4, allerdings nur als extra Option. Du kannst jetzt, wenn du möchtest, mal hier die Motorleistung auf volle Power stellen. Ich mach das jetzt mal. Und also du merkst es direkt jetzt erstmal nicht, also das Umschalten, aber du merkst es, wenn du jetzt aufs Gas gehst. Aber erst bei den höheren Drehzahlen, so ab 4000, 3000, 4000. Vorne auf der Geraden. Genau, ja. Das ist ein bisschen sicherer hier alles. Der Wagen hat dann einfach einen komplett anderen Anzug. Der dreht oben raus deutlich kräftiger und dreht natürlich auch höher. Dann schon nochmal anders. Ja. Ja. Die Z1 hat außerdem auch noch eine Luftdrucküberwachung der Reifen. Die funktioniert hier bei dem Auto auch. Und zwar, sobald der Luftdruck unter 1,8 Bar sinkt, wird das sofort hier vorne angezeigt. War auch schon mal bei mir der Fall. Es funktioniert sehr, sehr gut. Ist erstaunlich dafür, dass das halt ein System von 1991 ist. Aber hat mich schon das ein oder andere Mal davor bewahrt, hier mit einem Platten in höheren Geschwindigkeiten zu fahren. Muss man erstmal rauskommen bei den C4, ja? Also das sollte man sich auf jeden Fall gut überlegen. Ja. Wenn man sich da
ja, nicht jedes Mal rausquälen will, dann sollte man vielleicht, ja, bei der C3 ist es etwas einfacher, muss man einfach sagen, das Ein- und Aussteigen. Aber dafür ist die C4 halt um einiges sportlicher. Ja, du hast ja jetzt beide Autos mal fahren dürfen und auch gesehen, es gibt natürlich schon das eine oder andere an Unterschieden. Ja? Vielleicht kannst du auch mal deine Eindrücke mal zusammenfassen. Ja? Also mein Favorit wäre jetzt tatsächlich der Schalter mit dem leistungsgesteigerten Motor, beziehungsweise mit der zuschaltbaren Leistungssteigerung. Ist aber halt auch eher was für Leute, die ja wirklich schon ein bisschen bisschen Erfahrung haben oder? Und auch aktiv fahren wollen. Also weil man halt wirklich auch beim Schalten aufpassen muss. Das ist nicht wie bei einem modernen Auto, wo man jeden Gang einfach reinknallen kann, wie man das möchte. Also muss man schon ein bisschen gefühlvoll fahren, auch gerade mit der hohen Leistung ist das natürlich in gewissen Situationen auch nicht ungefährlich. Also man muss schon wissen, was man da tut. Ja, also das kann ich auch eigentlich unterschreiben. Also die ZR1 ist schon eher für den ambitionierten sportlichen Fahrer und es war damals ein Rennwagen. Im Endeffekt fährt er sich eben auch wie ein Rennwagen. Das bedeutet für den, der eher mal gemütlich durch die Gegend cruisen will, muss man einfach sagen, Automat ist einfacher. Macht die Automatik mehr Sinn. Also für jemanden, der da nicht so die Erfahrung hat, auch mit weniger Leistung, ist das, denke ich mal, die bessere Wahl. Aber das muss jeder selber entscheiden. Ja. Beide Autos machen auf jeden Fall Spaß. Ja. Es ist natürlich auch ein Kostenfaktor, das muss man auch sagen. Also die ZR1 ist deutlich teurer, teilweise doppelt so teuer wie die normale C4. Dementsprechend, wer eine ZR1 sucht, der sucht die natürlich aus einem ganz bestimmten Grund. Und dann muss man eben auch damit rechnen, dass man eben halt ein sehr, sehr sportlich ausgelegtes Fahrwerk und eine sehr sportlich abgestimmte Motorcharakteristik hat und ja, muss sich dementsprechend da auch anpassen können. Ja, cool, schön. Dann haben wir ja eigentlich eine ganz gute Zusammenfassung für heute. Auf jeden Fall. Mal für zwei interessante 91er Modelle. Und ja, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, das Zuschauen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Abonniert den Kanal und bis dahin. Ciao.